Hallo liebe Hausbauhelden, in unserer heutigen Haustour zeige ich euch ein kompaktes, modernes Einfamilienhaus, das viel Raum auf kleiner Fläche schafft. Das Musterhaus von Lena Haus hier in der Fertighauswelt Günzburg ist dabei nicht nur ein Energiesparhaus mit eigener Stromversorgung, sondern soll auch kosten- und platzoptimiert geplant sein. Und wie das alles aussieht, schauen wir uns jetzt an. Wir haben hier relativ kompakte Außenmaße von 8,50 Meter mal 11 Meter. Dazu kommt noch dieser Kaltwintergarten mit begrüntem Flachdach. Der hat nochmal 2,80 Meter mal 5,25 Meter. Dann haben wir hier einen hohen Kniestock von 1,60 Meter, was natürlich für die Raumausnutzung im Obergeschoss wichtig ist, und etwa 144 Quadratmeter Wohnfläche. Das Satteldach ist 32 Grad geneigt, hat keine Dachüberstände und ihr seht schon, auf dem Dach gibt es relativ viele Dachflächenfenster, und zwar ganz unterschiedliche Formate. Dazu sage ich euch noch was, denn wir haben hier auch eine Photovoltaikanlage, die jetzt nur 3,6 Kilowatt Peakleistung hat, und ihr müsst immer wissen, Dachflächenfenster nehmen euch natürlich auch die mögliche Fläche für Photovoltaik. Hier im Haus gibt es natürlich dann auch einen Speicher. Zum Technikkonzept sage ich euch nachher drin was. Jetzt schauen wir erstmal drumherum. Ihr seht schon, es gibt da so Dachflächenfenster, die mit einem Kniestockfenster kombiniert sind. Das ist innen wirklich eine ganz tolle Sache. Bedeutet aber zum Beispiel für die Dachentwässerung, dass da eben mehr Fallrohre integriert werden müssen, weil ihr natürlich da dann die Dachrinne unterbrochen habt. Nur so als kleiner Tipp am Rande. Hinter mir sieht man schon, es gibt auch ein Sitzfenster. Es gibt unterschiedliche Sitzfenster in dem Haus. Hier sehen wir jetzt mal eins, das auskragt. Das heißt, das ist dann außen mit so einer Verblechung gelöst. Ist eine relativ aufwendige Lösung, bautechnisch. Auch das schauen wir uns von innen mal an. Und wenn wir jetzt hier rumkommen, sehen wir, es gibt auch noch in der Fassade ganz unterschiedliche Arten von Verglasungen. Es gibt Fensterbänder, es gibt bodentiefe Fenster und es gibt eine große offene Pfostenriegelverglasung. Das zeigt uns schon, dahinter muss irgendwas zweigeschossig Offenes sein. Das ist eine Galerie. Das schauen wir uns jetzt auch gleich an. Und es gibt so ein kleines Eingangselement mit einem Vordach und einem Windschutz. Das ist immer ganz praktisch. Als wir eben hier ankamen, hat es stark geregnet. Und da hat man schon gesehen, dieses Vordach dürfte ruhig ein bisschen größer sein. Aber ich finde es toll, dass man hier schon mal dran gedacht hat, sowas zu integrieren. Hier stehen wir jetzt schon vor dieser riesigen Pfostenriegelverglasung. Das ist alles in Holz-Alu außen, die Fenster auch Alu kaschiert, in einem sehr schönen hellen Farbton. Da sage ich euch innen auch noch was dazu, nicht das übliche Anthrazit. Und klar ist natürlich, so eine Geschichte ist jetzt nicht kostenoptimiert. Die kostet euch relativ viel, muss aber auch nicht sein. Trotzdem schauen wir uns jetzt mal an, wie viel Großzügigkeit das in ein kleines Haus innen bringt. Die Diele hat echtes Outdoor-Feeling. Wir haben hier eine Größe von 13,5 Quadratmetern, was jetzt nicht riesig ist, aber durch diese geschosshohe Pfostenriegelkonstruktion hier innen in Fichte und eine Raumhöhe von über 8 Metern durch diese Galerie wirkt das wahnsinnig großzügig und lichtdurchflutet. Ihr müsst euch natürlich im Klaren sein, sowas ist teuer. Möchte man das im Treppenhaus investieren für einen Raum, wo man sich jetzt nicht so oft aufhält? Wenn man es nicht überlegen muss, ist das natürlich schön. An der Stelle lässt sich das jetzt nicht von außen verschatten. Wenn das eine Seite ist, wo viel Sonne reinkommt, müsst ihr euch das auch überlegen, sonst holt ihr euch da ganz viel Hitze ins Haus. Die saust euch dann direkt nach oben ins Schlafzimmer, da will man sie auch nicht haben. Sehr schön ist dieser ganze Einbau hier in der Mitte. Das ist so ein Block, das ist alles vom Schreiner umbaut. Hier wären jetzt ein paar Garderobenhaken, ein paar Nischen, um was abzulehnen, alles in Wildeiche. Ich würde euch natürlich immer empfehlen, so einen Platz zu nutzen, um eine Garderobennische einzubauen. Aber jetzt schauen wir erstmal hier um die Ecke, da gibt es nämlich eine.
jetzt so eine schöne beleuchtete Einbaunische, auch in Wildeiche, gepolstert, auch vom Schreiner mit Sitzbank. Das wäre natürlich der Platz für den Kellerabgang, wenn ihr mit Keller baut. Ansonsten, die Nische ist zwar schön, aber da könnte man auch einen Abstellraum unter der Treppe drunter haben. Da wäre der Platz noch etwas besser genutzt. Von der lichten Raumhöhe hier jetzt im Erdgeschoss ist das Ganze schon erhöht auf etwa 2,60 Meter. Und ihr seht auch schon die besondere Decke, eine Besonderheit des Herstellers. Das ist so eine Fichte-Dreischichtplatte in 60 cm Breite. Gibt eine sehr schöne, moderne und trotzdem heimelige Deckenuntersicht. Hinter mir sieht man jetzt gut die Höhe der Haustür bei diesem hohen Raum. Die ist auch erhöht auf 2,50 Meter. Das ist natürlich sehr schön. Das gibt diesem schmalen Raum die entsprechende Großzügigkeit. Und hier schauen wir jetzt mal noch in das kleine Gäste-WC. Das hat jetzt nur in Anführungsstrichen 2,5 Quadratmeter. Auf dem Boden haben wir die gleiche Fliese, die wir im ganzen Haus sehen werden. Das ist im Musterhaus natürlich praktisch. 60 x 60 Feinsteinzeug in Betonoptik. Sehr schön finde ich, dass das hier an der Wand die gleiche Fliese ist, die hochgezogen ist. Warum jetzt hier die Fuge nicht durchläuft, das weiß nur der Fliesenleger. Hier oben haben wir eine Granitplatte drauf, die sehen wir auch gleich nochmal in der Küche. Also Thema Materialkonzept, hier gibt es auch nochmal ein integriertes Licht. Und hier haben wir was ganz Tolles. Das ist so ein berührungsfreier WC-Drücker. Wenn ihr sowas haben wollt, ihr müsst wissen, das Ding geht ständig an, wenn man es nicht braucht. Und es braucht einen Stromanschluss. Was man dann macht, wenn der Strom ausfällt, weiß ich nicht. Aber hier gibt es noch einen Tipp zum Fenster. Wir haben jetzt hier eine Brüstungshöhe von 1 Meter, so ein langes Fensterband. Hier ist jetzt schon Milchglas drin, weil man da natürlich sonst reingucken kann. Kann man so machen, ist natürlich in Ordnung. Aber man könnte natürlich im WC jetzt einfach so ein Fensterband auch höher setzen, Brüstung 1,50, dann schaut einem da keiner raus. Man kann aber dann in den Himmel gucken bei schönem Wetter. Ist auch sehr schön, wenn man Bezug nach draußen hat. Jetzt gucken wir aber erstmal um die Ecke in die Küche. Auf dem Weg in die Küche kommen wir jetzt hier an diesem kleinen Tablet vorbei. Da sieht man schon, das Ganze ist ein Smart Home. Es ist ein KNX-basiertes System, also mit Verkabelung, wo jetzt aber nur Rollläden und Beschattung bzw. Belichtung eingebunden sind. Lässt sich auch erweitern natürlich später oder auch mal ummodeln, ist aber eine Einsteigerlösung, die relativ günstig ist. Und jetzt stehen wir auch schon in der Küche. Der ganze Wohn-Ess-Kochbereich hat nur in Anführungsstrichen 45 Quadratmeter, ist aber, wie ich finde, ganz gut gegliedert durch diese Wandscheibe, auch nochmal mit dem Durchbruch. Und dann gibt es jetzt hier diesen Küchentresen. Ganz interessant ist, die Küche hat ja jetzt gar keinen Bezug zur Außenwand, kein direktes Fenster. Deshalb müsstet ihr bei der Planung wirklich gucken, dass ihr dann die Lichtplanung so macht, dass ihr auf der Arbeitsfläche auch gut Licht habt. Ist natürlich auch schön, wenn das Licht hier ist, aber gerade so eine dunkle Arbeitsfläche, Granit, da braucht ihr auf jeden Fall Licht. Dieser Tresen hat jetzt Abmessungen von 95 mal etwa 220. Der könnte aus meiner Sicht ruhig auch noch ein bisschen breiter sein. Dann hättet ihr hier mehr Arbeitsfläche. Wie gesagt, die gleiche Granitplatte, die wir auch schon im Bad gesehen haben. Hier ist jetzt das Kochfeld ohne Dunstabzug. Das heißt, entweder könntet ihr hier so einen Abzug nach unten integrieren. Dann muss euch klar sein, dass ihr hier die oberste Schublade nicht habt. Die geht dann dafür den Unterbau verloren. Hier, finde ich, könnte man aber auch ganz gut einen Abzug von oben haben, weil man jetzt geradeaus ja hier auch nicht irgendwo aus dem Fenster guckt. Steckdosen, wichtiges Thema in der Küche. Ich habe jetzt hier in der ganzen Küche nur 2 Steckdosen gefunden. Das wäre jetzt einmal hier, würde ich mir auch überlegen, ob man die jetzt an der Stelle platziert. Es gibt natürlich diese Möglichkeit, aber hier, man braucht den Strom am Herd, könnte man auch sehr gut was in der Wand integrieren. Was gerade sehr angesagt ist, sind ja diese dunklen Waschbecken. Hier ist jetzt eins drin, das Haus steht schon 4 Jahre, das sieht total schick und sauber aus. Ich habe auch schon gesehen, im Technikraum ist so eine Wasserentkalkungsanlage, dass man hier weiches Wasser hat. Dann könnt ihr sowas machen, dann habt ihr da auch kein Problem mit Kalkflecken. Hier ist jetzt nur ein kleines Waschbecken drin, das wäre mir jetzt, glaube ich, für die Küche auch zu wenig. Das könnt ihr ja bei der Küchenplanung selber entscheiden. Das ist übrigens so ein Hahn, wo auch Sprudelwasser rauskommt. Das heißt, da ist dann unten so eine Kartusche integriert, die nimmt auch nochmal Platz weg.
Und hinter mir, was ich jetzt wiederum sehr schön finde, diese Küchenrückwand ist eben hier komplett eingebaut und umbaut nochmal mit dieser weißen Wand. Das heißt, man hat jetzt hier genug Tiefe, dahinter war ja die Treppe, um diesen Raum zu nutzen. Ganz interessant ist noch, dass der Hersteller jetzt hier im Erdgeschoss von den Wandoberflächen so einen Mineralputz hat. Also jetzt nicht irgendwie Malerflies gestrichen oder Tapete. Finde ich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und weil ich jetzt gerade schon eben ein bisschen über die Technik gesprochen habe, schauen wir jetzt mal noch hinter diese wunderschöne Tür, ebenfalls vom Schreiner gemacht in Wildeiche. Dahinter verbirgt sich nämlich die Energy Box. Das ist die komplette Haustechnik, die hier in so einer vorgefertigten Box einfach reingestellt wird. Die ist 2,20 hoch, darüber ist also noch Platz, um Rohre zu verziehen. Da ist die komplette Plus-Energietechnik drin. Also wir haben hier eine Wärmepumpe, das Innengerät der Wärmepumpe drin, ein 300 Liter Warmwasserspeicher. Da hat der Photovoltaikspeicher Platz drin und der Wechselrichter. Und eben die eben erwähnte Wasserentherzungsanlage, das Ganze auf nur 4,5 Quadratmetern. Hier hinter der Schiebetür ist auch noch mal ein bisschen Luft, da ist noch der Elektrokasten drin. Da kann man also auch noch ein paar Sachen drin verschwinden lassen, aber Waschmaschine und Trockner bekommt ihr natürlich nicht mehr rein. Das heißt, wenn ihr dann auf Bodenplatte baut, müsst ihr euch natürlich echt überlegen, wo ihr das unterbekommt. Vorteil von so einer Box ist, die wird komplett im Werk vorgefertigt. Das heißt, ihr habt auf der Baustelle keinen Installationsaufwand mehr oder keinen großen. Das gibt eine erhöhte Sicherheit und beschleunigt natürlich auch den Bauablauf auf der Baustelle. Was wir jetzt hier direkt nebendran schon sehen, ist die Nische für den Essplatz. Ich persönlich finde, dass das eine sehr, sehr schöne Lösung ist. Wir haben jetzt hier noch 3,40 Meter. Das reicht also, um dann wirklich breiten, tollen Esstisch reinzustellen. Auch der übrigens vom Schreiner dann wieder in Wildeiche gemacht. Und da hinten an der Rückwand sehen wir jetzt so eine große Festverglasung. Die ist 1,55 Meter mal 3 Meter. Und davor hat eben der Schreiner auch einfach so eine Bank fest installiert. Das heißt, das ist wirklich Sitzplatz für ganz, ganz viele Kinder und Gäste beim Essen. Und es ist eine günstige Lösung, so ein Sitzfenster zu machen, denn es ist einfach eine Festverglasung in der Fassade. Davor ist die Bank. Mit den Kissen müsst ihr immer aufpassen, wenn ihr da große Kissen davor stellt. Und das ist jetzt Südseite, das heizt sich tagsüber stark auf. Kann es dann, wenn sich das abkühlt, so einen thermischen Riss in der Scheibe geben. Also mit großen Kissen direkt vor der Glasscheibe müsst ihr immer vorsichtig sein. Wir haben ja sehr viele Festverglasungen im Erdgeschoss. Es gibt ja auch eine kontrollierte Lüftungsanlage, wie ihr eben schon gesehen habt. Und hier hinter mir ist jetzt das große Hebeschiebeelement, das auf die überdachte Terrasse geht. Das ist jetzt hier tatsächlich 2,20 hoch und insgesamt 3,40 Meter breit. Und es ist, läuft wirklich sehr leicht, diese Hebeschiebetür. Und der Vorteil ist ja immer, dass man da so einen flachen Austritt nach draußen hat. Und jetzt schauen wir uns den 16,5 Quadratmeter großen Sommergarten an. Das ist jetzt ein nicht beheizter Kaltwintergarten oder auch Sommergarten, wo man die Glaselemente komplett aufschieben kann. Das heißt, man hat dann hier im Sommer auch, wenn man möchte, ganz offen, kann aber auch im Februar schon mal sitzen, wenn es hier kühler ist. Und wenn diese feste Überdachung gleich mitgeliefert ist vom Haushersteller wie hier, hat das natürlich viele Vorteile. Hier ist es jetzt wirklich so, dass diese Decke durchläuft. Das heißt, ihr habt jetzt diese schöne Deckenuntersicht von innen auch hier auf so einen Stahlträger, so einen Doppel-T-Träger aufgelegt. Und wenn ihr das so haben wollt, müsst ihr natürlich beim Betonieren der Bodenplatte die Platte für diese Terrasse schon in einem Stück mit betonieren. Da darf jetzt nichts Lockeres irgendwie sein, was da hinterher draufgestellt ist, weil das ist ja fest mit dem Haus verbunden. Also daran dran denken. Die Entwässerung läuft jetzt da hinten in der Ecke von diesem begrünten Flachdach da oben drauf. Toll ist natürlich auch, wenn man dann hier 2 Außensteckdosen hat, die sind dann auch gleichzeitig geschützt. Man hat den Schlagregenschutz für diese ganz flache Schwelle an der Hebeschiebetür und man hat natürlich wirklich einen Raum, den man hier fast ganzjährig nutzen kann. So ein Wintergarten muss natürlich zu verschatten sein. Das ist hier auch gegeben mit so Lamellenjalousien, die man dann eben runterfahren kann, wo man aber trotzdem noch den Sichtbezug nach draußen hat. Und es gibt natürlich dann auch Sonnenschutz für diese große Hebeschiebetür, wo man dann eben nichts runter machen muss im Sommer.
Hier müsste man dann direkt verschatten können. Das ist jetzt eine Festverglasung. Davor läuft auch eine Jalousie, 220 x 1,70. Und jetzt sind wir auch schon in dem eigentlichen kleinen abgetrennten Wohnbereich. Diese halbe Wand finde ich eigentlich sehr schön. In dieser Durchreiche ist jetzt dieser Ethanolkamin, würde ich sagen, kann man machen, muss man aber nicht. Ich fände es eigentlich cool, wenn das hier ganz offen wäre. Dann hat man vom Sofa die Durchreiche direkt zur Küche und kann sich da Schnittchen und Bier rüberreichen lassen. Wir haben jetzt hier auf der anderen Seite das von außen bereits erwähnte Sitzfenster. Das ist jetzt das, was so leicht nach außen rauskragt. Das ist dann relativ aufwendig bautechnisch. Das muss außen verblecht werden, es muss wasserdicht sein. Dieser wunderschöne Sitzrahmen hier ist vom Schreiner auf Maß hier reingebaut. Die Maße von der Verglasung sind 1,75 x 1,75. Aber auch hier könnte man natürlich eine Lösung machen. Einfach so eine Festverglasung in der Außenwandebene und nach innen diesen Rahmen davor bauen lassen. Hier haben wir jetzt noch einen Durchgang ins Arbeitszimmer, wo wir gleich noch mal reinschauen. Da wäre natürlich jetzt, wenn ihr die Tür nicht habt, auch Platz, das Sofa noch ein bisschen größer zu machen. Das ist natürlich so ein Musterhausding, dass das Büro jetzt mit Glasschiebetüren abgetrennt ist und hier so eine Rundlaufmöglichkeit ergibt. Ist jetzt nicht so super praktisch, weil natürlich von der Möblierung her die Schiebetüren immer irgendwo hinlaufen müssen. Die können natürlich auch in der Wand sein und die schließen natürlich akustisch nicht dicht ab. Schön und praktisch von der Möblierbarkeit ist wiederum jetzt diese hohe Brüstung und jetzt sieht man auch, 1 Meter Brüstung ist eine tolle Brüstungshöhe, wenn man am Schreibtisch sitzt und arbeitet. Man kann wunderbar rausgucken, auch dieses Überecklaufende ist sehr schön und jetzt versteht man auch, warum im Gäste-WC diese Brüstungshöhe 1 Meter war, weil man natürlich von draußen da eine Höhe haben wollte. Wir sind jetzt hier schon wieder in der Diele angekommen und würden jetzt mal nach oben gehen. Jetzt sehen wir auch hier die Treppenstufen. Das ist eine Betontreppe, viertelgewendelt hier drin, die gefliest ist. Das ist natürlich sehr pflegeleicht und praktisch und dieser Einbau, wie gesagt, das Treppenauge ist vom Schreiner gemacht in Eichefonier. Und jetzt schauen wir mal nach oben. Auf den wir jetzt hier oben raufkommen, hat nur in Anführungsstrichen 7 Quadratmeter und hier haben wir jetzt eine Raumhöhe von bis zu 4,30 Meter bis unter die Firstfette. Sehr schön kommt natürlich hier das Tageslicht nochmal von oben durch diese 3 Dachfenster, die da ganz nah am First sitzen, die natürlich elektrisch zu bedienen sind und auch einen Regenwächter haben müssen. Und hinter mir sehen wir jetzt schon das erste Kinderzimmer. Was auffällt, hier im Musterhaus sind keine Türen eingehängt. Das müsstet ihr natürlich in Wirklichkeit machen. Und es ist nicht so einfach, sich zu überlegen, wo schlagen die Türen auf welcher Seite ist der Anschlag. Also das ist gar nicht so trivial, wenn die jetzt hier weggelassen sind. Wir sind jetzt schon im ersten Kinderzimmer, das etwa 14 Quadratmeter groß ist. Man sieht hier ganz gut, der Kniestock ist hier innen auch lichte Höhe 1,60. Man kann hier gut möblieren. Was ich auch toll finde für ein Kinderzimmer, ist ein bodentiefes Fenster mit einer Glasbrüstung, die hier integriert ist in die Fensterleibung. Das ist ein sehr breites Element. Das ist 1,20 x 2,20. Das heißt, hier kommt wirklich viel Licht rein. Was man hier auch gut sehen kann, man sollte sich echt überlegen bei der Elektrobemusterung, wo gibt es Lichtauslässe. Hier sind jetzt 2 und es gibt auch nur 2 Steckdosen, also für die Belichtung in so einem Raum, gerade wenn das so dachgleich Decke ausgebaut ist, ist es gar nicht so einfach, sich zu überlegen, wo habe ich Lichtauslässe, wo brauche ich nachher Licht. Macht also über diese Planung euch auf jeden Fall ganz frühzeitig Gedanken im Zusammenhang mit der Möblierung.
Hier hinter mir ist jetzt schon das zweite Kinderzimmer oder hier in diesem Fall ein Büro- oder Arbeitszimmer. Das ist jetzt mit 15,5 Quadratmetern etwas größer und natürlich von der Fenstersituation wesentlich attraktiver. Also bei zwei Geschwistern gibt es da möglicherweise Streit ums Zimmer. Wir haben nämlich jetzt hier zum ersten Mal diese Lösung drin mit dem Dachflächenfenster und dem Kniestockfenster. Wir sehen das jetzt auch gleich nochmal im Elternschlafzimmer nebenan. Hier sieht man, für einen Schreibtisch ist das natürlich eine ganz tolle Sache, wenn man da sitzt und rausgucken kann. Und nebendran im Elternschlafzimmer ist das auch ganz spannend. Hier nebenan liegt jetzt das Elternschlafzimmer kombiniert mit einer offenen Ankleide. Deshalb haben wir hier 20 Quadratmeter. Es ist schon mal richtig, dass hier die 60 cm Schranktiefe hinter der Tür gelassen wurden. Auch hier müsstet ihr euch überlegen, wie rum schlägt die Tür am besten auf. Es ist durch dieses Dachflächenfenster hinter mir auch so, dass man hier sehr gut eine zweiteilige Ankleidenlösung reinkriegen würde. Hier ist jetzt diese halbhohe Lösung, auch dieser komplette Einbau mit dem Schrank sehr schön vom Schreiner gemacht, mit dem Polster, das da hinten durchläuft. Und jetzt sieht man hier eben nochmal diese Fensterlösung, Dachflächenfenster, Kniestockfenster überm Bett, was wirklich total schön aussieht, finde ich. Aber ihr müsst natürlich wissen, dass ihr hier auf jeden Fall eine außenliegende Verschattung braucht und natürlich einen Regensensor, dass das Ding zugeht, wenn es regnet. Und ich weiß nicht, wie das mit der Verdunklung und Verschattung von diesem Kniestockfenster ist, ob es da eine Möglichkeit gibt, weil sonst knallt euch hier tagsüber die Sonne rein, dann habt ihr das abends einfach warm in dem Zimmer, was ja nicht so unbedingt wünschenswert ist. Auch hier haben wir nochmal dieses 1,20 breite Element. Das heißt, man hat hier wirklich viel Licht drin und hier gibt es auch nochmal eine Tür direkt weiter ins Familienbad. Ist jetzt mit 10 Quadratmetern nicht überdimensioniert, zumal es ja unten auch nur ein WC und keine Dusche gibt, müsste man sich vielleicht überlegen, ob man den Platz ein bisschen anders einteilt. Hier hat man jetzt als erstes das WC, wenn man aus dem Elternschlafzimmer kommt. Sehr schön ist, dass es mit dieser halbhohen Schamwand abgetrennt ist. Und hinter mir ist jetzt die Nische für die Dusche unter der Dachschräge. Das kann man natürlich so machen, also Platz ist hier genug, die ist 1,20 mal 1,40. Aber man sieht schon, mit der Schräge und den Dachflächenfenstern wird es eben nicht so einfach, hier eine vernünftige Abtrennung anzuschließen. Grundsätzlich sind Dachflächenfenster im Bad eine tolle Sache. Die holen viel Tageslicht von oben rein, bieten maximale Privatsphäre. Hier am Waschtisch, was ich auch immer schön finde, ist, wenn man so einen großen Spiegel hat. Wenn das jetzt ein Familienbad ist, muss man sich halt überlegen, durch diese Vorwandinstallation ist der Spiegel sehr hoch. Da können Kinder jetzt nirgendwo in den Spiegel gucken und das ist jetzt mit 73 cm auch zu niedrig. Aber ich finde es eine total schöne Idee. Warum nicht, wenn man so eine alte Werkbank hat, die hier integrieren. Jetzt haben wir alle Räume gesehen. Vielleicht noch ein Hinweis für euch. Der Hersteller hat sein Liefergebiet im süddeutschen Raum. Und wenn ihr euch das Musterhaus mal selber anschauen wollt, steht hier in der Fertighauswelt Günzburg, ist in der Regel geöffnet mittwochs bis sonntags von 11 bis 18 Uhr. Wenn ihr euch die Grundrisse anschauen wollt, habe ich euch wie immer unten einen Link gesetzt in die Description zu unserer Hausdatenbank. Da gibt es auch eine aktuelle Preisinfo für euch. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.